Moin, liebe Lüt. Ich bin ja in den Kommentaren gefragt worden, als ich mich mit dem Internet im Wohnmobil auseinandergesetzt habe. Das Video kann ich euch hier nochmal verlinken. Ob ich auch Erfahrung mit DVB-T habe. Und tatsächlich ist es so, dass auch das eins von meinen Videos ist, was ich so vor ungefähr 2 Jahren gedreht habe, wo also viel Zeit in der Zwischenzeit vergangen ist und auch meine Nutzergewohnheiten sich inzwischen geändert haben. Wo ich euch gerne mal ein Update gebe. Wie sieht es eigentlich mit DVB-T und Fernsehen bei mir im Wohnmobil aus? Funktioniert DVB-T? Welche Erfahrungen habe ich damit gemacht? Damit wollen wir uns in diesem Video beschäftigen. Wenn euch das interessiert, bleibt sehr gerne dran. Weiter geht's nach dem Intro. Als ich mich mit der Idee Wohnmobil näher beschäftigt habe und auseinandergesetzt habe, war relativ schnell eigentlich so eine meiner ersten Ideen. Aber du brauchst auch einen Fernseher. Du musst auch einen Fernseher mit haben. So war auch schon bevor ich mein Fahrzeug abholen konnte, dieser kleine Fernseher hier, der kam übrigens so als B-Ware von Fritz Berger, habe ich über deren eBay Store dann sehr, sehr günstig dann kaufen können. Hat einen integrierten DVD-Player, das war dann also auch noch ein Grund für mich. Da kann man es sehen. Hier an der Seite hat er den DVD-Schlitz, dass man also auch DVD-Videos sich angucken kann. War also schon recht früh von mir besorgt worden, ist von Megasatz. Der Fernseher ist auch total okay. Relativ kleines Bild, habe ich auch ganz bewusst so gemacht. Ich wollte alles auf Stromsparen auslegen, sollte also ein geringer Strombedarf da sein. Der ist mit 18 Watt Strombedarf pro Stunde angegeben. Das heißt, der belastet jetzt das Stromnetz an Bord nicht so sonderlich und hat trotzdem eine anständige Größe, dass man da drauf was gucken kann. Ich habe auch über eine Festinstallation hier im Schwarzen Schaf nachgedacht. Der sollte ursprünglich mal hier über der Dinette dann oben an der Duschwand sozusagen, dann zum Badezimmer, sollte er ursprünglich befestigt werden. Aber ich habe mich nie dazu durchringen können, Gott sei Dank, das zu machen. Und habe anstelle dessen dann lieber irgendwann von Timo die Magnettafeln hier überall im Wohnmobil untergebracht, die es mir ermöglichen, auch mit wechselnden Dekos dann das Ganze hier so ein bisschen individueller zu gestalten. Finde ich viel, viel schöner und viel, viel angenehmer, als da den Fernseher zu haben. Zumal er würde dort oben relativ hoch sitzen und ich müsste eigentlich dann immer so ein bisschen nach oben gucken. Ist nicht so die angenehmste und natürlichste Kopfhaltung beim Fernsehen gucken. Hier auf meiner Sichthöhe, wenn ich dort drüben auf meinem Lieblingssitz setze, gefällt er mir eigentlich viel besser. Wie betreibe ich diesen Fernseher jetzt? Über DVB-T, das heißt terrestrisch. Das T steht für terrestrisch. Mittlerweile ist es streng genommen gar nicht mehr DVB-T, sondern DVB-T2, weil der erste Standard ist bereits abgelöst worden durch einen zweiten, der dann in Kompressionsraten es ermöglicht hat, mehr Sender dann unterzubringen. Dafür braucht ihr also eine kleine terrestrische Antenne, die habe ich mir hier jetzt geholt mit einem Magnetfuß und einem normalen, das kennt ihr, kann ich euch mal zeigen. Das ist so dieser Standard-Antennenkabelstecker. Und den kann ich jetzt entweder draußen am Fahrzeug anbringen oder ich kann ihn hier drinnen im Auto verlegen. In der Praxis habe ich festgestellt, ursprünglich war die Idee, das klappt bestimmt nicht, Faraday'scher Käfig, hier drin Antennenempfang zu haben, deswegen Magnetfuß und nach draußen. Die Praxis hat gezeigt, das geht ganz locker. Ich stelle den einfach hier vorne dann an die Windschutzscheibe und habe besten Empfang und muss das Ding nicht nach außen führen. Insofern wäre vielleicht sogar ein etwas kürzeres Kabel für mich auch ausreichend gewesen. Aber so habe ich jetzt zumindest Bewegungsspielraum, die Antenne dann an die Stelle dann im Fahrzeug zu bringen, wo sie mich am wenigsten stört. Bauen wir das Ganze mal auf, damit ihr das Ganze auch im Betrieb seht. Ich haue mir also da hinten die Antenne hin, führe das Ganze dann von hinten an den Fernseher heran. Der hat dann hier seinen Antenneneingang. Für Strom ist bei diesem Fernseher dann bereits ein 12-Volt-Anschluss, aber auch ein 230-Volt-Netzteil dann mit dabei. Ich schließe ihn jetzt zuerst am Fernseher an. Hier oben ein 12-Volt-Anschluss. Schauen wir uns einmal die Anschlüsse an. Strom hat er jetzt. Hier hat er jetzt also DC-In, kriegt seinen Strom über 12 Volt und da ist der Antennenstecker drin. Ich habe ihn hier schon liegen. Den Mi TV Stick, das ist ein Android
TV-Stick, mit dem ich ihn dann über einen HDMI-Anschluss dann auch zum Smart-Fernseher machen kann. Den habe ich mir auch schon hier parat gelegt. Der würde dann gegebenenfalls hier am HDMI-Anschluss rankommen. Wie man es von zu Hause gewöhnt ist, kann ich ihn jetzt über die Fernbedienung dann anschalten. Da muss ich gleich gucken, ob ich jetzt mit den voreingespeicherten Sendern auch an der Stelle, wo ich jetzt aktuell bin, Empfang habe. Ich habe ja also zuletzt auf Kanal 39 die Tagesschau mal gesehen. Das wurde gerade eben schön eingeblendet, aber ihr seht schon, das Bild bleibt blau. Weil natürlich sich die Frequenzen, je nachdem, wo ihr jetzt gerade DVB-T2 empfangt, immer wieder ändern. Deswegen sagt er hier jetzt auch aktuell kein Signal. Das heißt letztendlich nichts anderes, als dass wir einmal in die Sendersuche dann reingehen müssen. Der Digitaltyp DVB-T ist in dem Fernseher vorhanden. DVB-C wäre Kabel, habe ich hier natürlich nicht. DVB-T ist also vollkommen richtig. Und jetzt muss ich noch auf die Enter-Taste drücken. Das ist der in der Mitte. Und jetzt geht der Sendersuchlauf erstmal los. Und das dauert immer so seine Zeit. Also so ein Aufrüsten, das macht man nicht, wenn man jetzt, sage ich mal, nur mal eine halbe Stunde Pause macht. Dann ist das zu viel Gedöns. Das Teil, ich habe mir extra eine Box dafür gebaut, wo ich den dann gut und sicher verstaut habe. Den also erstmal aus dieser Box rauszuholen, ihn anzuschließen, hinzustellen, den Sendersuchlauf zu machen, das ist ja immer Rüstzeit. Ihr müsst jetzt nicht darauf warten, bis alle Sender gefunden sind. Das lasse ich jetzt einmal durchlaufen und wir gehen dann im Video gleich weiter, wenn er dann die Kanäle gefunden hat, die hier jetzt an meinem aktuellen Aufenthaltsort empfangbar sind. Zwischenstand 78%. Das ist wirklich ein zäher Prozess. Es dauert wirklich lange. Kurze Zeit später ist er dann fertig. Ich habe jetzt hier gerade die Tagesschau am Laufen. Den Ton habe ich natürlich jetzt runtergeregelt. Aber das funktioniert einwandfrei. Ich kann jetzt die vorhandenen Kanäle mit Kanal rauf runter dann einmal durchwählen. Ich kann aber auch auf EPG gehen, die gelbe Taste hier, elektronisches Programm, und sehe auf einen Schlag, welche Sender er dann hier jetzt gefunden hat. Also die öffentlich-rechtlichen sind meiner Erfahrung nach wirklich sehr, sehr gut ausgebaut. Die habe ich eigentlich an jedem Standort, an dem ich mich befunden habe, ganz hervorragend empfangen können. Damit ist auch genau der Umkehrschluss dann auch schon vorangekündigt. Dasselbe gilt in keinster Weise in meinen Augen für die privaten Sender. Wir sehen hier unten jetzt mal Vox HD, Super RTL HD, RTL 2 HD, Nitro HD, wie sie nicht alle heißen. Sie sind gefunden worden hier an dieser Stelle. Das ist jetzt hier aber auch flaches Land in Norddeutschland. Wenn ich damit in der Eifel zum Beispiel gewesen bin, am Nürburgring, habe ich nur einen Teil der privaten Sender dann gefunden und immer nur einen sehr kleinen Teil. Und dann habe ich mir tatsächlich ein Abo geholt mit Freenet TV, mit diesem schönen Smart Card Reader, mit dem dann eine Gültigkeitskarte dann für ein Jahr gekauft werden kann. Mit diesem einjährigen Abo habe ich dann intensiv getestet und ausprobiert. Diese kleine Smartcard hier einzulegen, das mag ja noch angehen, aber es war halt wirklich so, die Sender, die ich dann in dem Moment vielleicht wirklich gucken wollte, zum Beispiel am Nürburgring Nitro, wo dann das Rennen nämlich auch übertragen wird, die waren dann überhaupt gar nicht erreichbar. Es war also immer nur ganz bescheiden, so ein, zwei, ich glaube, das hängt mit den Kanälen zusammen, dass dann auf einem Kanal 4 oder 5 private dann zusammen verschlüsselt sind. Und den einen habe ich dann halt gekriegt und dann habe ich genau die Kanäle bekommen, die auf diesem Empfangskanal dann liegen. Und die anderen, die auf einem anderen liegen, die wurden mir dann gar nicht erst angeboten. Unterm Strich, so unterirdisch, ich habe überhaupt gar keinen Gedanken daran verschwendet, das Abo hier nochmal zu verlängern. Ich bin zwar angeschrieben worden, willst du nicht verlängern, demnächst läuft das Ding dann aus. Das ist schon inzwischen über ein Jahr her. Spielt keine Rolle mehr bei mir. Öffentlich-rechtliche, wie gesagt, ist ganz nett, kann man mal gucken, aber ich muss mal sagen, da ist jetzt der Bedarf auch nicht so ausgeprägt, dass ich dafür jetzt extra unbedingt einen Fernseher mit mir rumschleppen muss. Wenn ich ein bisschen Nachrichten gucken will und dann eben auch nicht nur die öffentlich-rechtlichen, sondern auch private dann gucken will, kann ich das übers Streamen nämlich jederzeit tun. Da gibt es entsprechende Apps, da gibt es die Mediatheken von der ARD, vom ZDF, von Arte,
kann dort also genauso auch, ohne den Fernseher großartig aufbauen zu müssen, über einen Streamingdienst dann auf die Fernsehdienste zugreifen. Und über zum Beispiel Join kann ich das auch auf den privaten Sendern. Und das, was aktuell im Live-TV läuft, das ist dort meistens kostenfrei empfangbar. Da muss man also kein teures Abo dann irgendwo dafür abschließen. Nur für diese Zusatzinhalte, die die Privaten dann dort anbieten. Dafür wird gegebenenfalls ein Abo fällig, wenn man das dann nutzen will. Wäre ich gar nicht in Versuchung, das zu tun. So lautet also mein Fazit zum DVB-T. Wenn ihr gerne öffentlich-rechtliche Sender schaut, euch überwiegend im deutschen Raum aufhaltet, dann kann DVB-T 2 tatsächlich für euch eine Möglichkeit sein. Freenet TV, meine persönliche Meinung, würde ich keinen Euro für ausgeben. Also ist es in meinen Augen für mich nicht wert gewesen. Mit den öffentlich-rechtlichen, wie gesagt, kann man durchaus leben. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich mit dem integrierten DVD-Player. Kann ich hier jetzt natürlich dann DVDs angucken. Da habe ich doch auch was vorbereitet hier, ne? Ich habe extra eine copyright-freie DVD mir mal geschnappt. Von meinem Urlaub mal. Wenn der DVD-Player gestartet ist, kann ich dann auch die DVD einlegen. Sie wird dann automatisch eingezogen. Das ist jetzt eine selbstgemachte DVD. Demzufolge habe ich da keine Copyright-Probleme drauf. Es ist aber auch kein großes Menü, das ich euch zeigen kann. Hier ist es jetzt also ein Trip, den ich in Florida mal gemacht habe, zu den Manatees dort zu schwimmen am Crystal River. War auch eine tolle Geschichte damals. Funktioniert astrein. Habe ich dann auch immer gedacht. Das benutzt du doch bestimmt, das ist Schlechtwetter, Alternativprogramm und dann kannst du da ja dir ein paar DVDs, die du immer schon mal gucken wolltest, dann einfach auf deine Wohnmobiltour mitnehmen. Seitdem ich das schwarze Schaf also jetzt habe, habe ich hier DVDs mit in der Gegend herumgefahren. Einen ganzen Stapel von Filmen und auch an Serien, die ich unbedingt mal gucken wollte, die ich zu Hause schon nicht geschafft habe zu gucken. Was soll ich euch sagen? Im Wohnmobil habe ich es erst recht nicht geschafft, sie zu gucken. Also der DVD-Player, der hat vielleicht ein oder zweimal gelaufen in der ganzen Zeit. Einmal alleine dann für eine Videovorführung, wo ich das mal gezeigt habe, wie das geht. Spielt also effektiv bei mir eigentlich auch keine Rolle. Dann habe ich mir noch was geholt. Kleiner Nintendo, Super Nintendo Classic Mini. Das ist also ein Nachbau des ursprünglichen Super Nintendo. Den kann ich jetzt hier tatsächlich anschließen und kann den zum Zocken benutzen. Ist eine wirklich ganz geckige Geschichte, weil dafür ihn als Monitor zu benutzen, das macht tatsächlich Spaß. Man hat ein paar klassische Videospiele, aber auch dafür, nur dafür würde ich den Fernseher jetzt nicht unbedingt mit durch die Gegend schleppen wollen. Dann werfen wir die DVD mal wieder aus. Packen wir den Stick mal kurz zur Seite. Ich habe also mal die kleine Mini Super Nintendo hier mal aufgebaut. Die habe ich mir dann auch ja, als Kurzweil Zeitvertreib da mal besorgt. Das Teil selber ist auch wirklich ganz lustig. Zu Hause habe ich es dann ab und zu mal angeschlossen. Lässt sich wunderbar auch mobil einsetzen, weil Stromversorgung über 5 Volt Micro-USB stattfindet. Habe ich extra das Kabel jetzt gerade hier oben angeschlossen. Das läuft also auch mit über die Box. Hier vorne die Controller-Ports sind natürlich nur Dummies. Die muss man dann rausziehen und dann hat man hier einen ja, neuen Anschlussport. Jetzt müssen wir noch das richtige Signal raussuchen. Input. Das Ganze ist jetzt natürlich HDMI-Eingang. Street Fighter 2 können wir ja mal nehmen. Das ist eigentlich so ein Klassiker, Street Fighter 2 von 91, 92, 93. Der macht immer wieder richtig viel Spaß. Das war fies, ich konnte gar nicht ausweichen. Ich war noch bewusstlos. Jawohl, da habe ich ihn mal. You win. Final Round. Er hat eine gewonnen, ich habe eine gewonnen. Geschafft. Zweimal gewonnen. You did quite well, but you need more training to defeat me. Ja, ich habe dich doch gerade defeated. Ist toll. Also das macht wirklich Spaß, das kleine Teilchen hier. Für diese Anwendung werde ich den Fernseher wahrscheinlich auch in meinem Fundus behalten, denn die kleine Box hier macht mir Spaß und das kann tatsächlich nochmal sein, dass es da mal so einzelne Anwendungszweige gibt. 24-Stunden-Rennen
Früh anreisen, renntechnisch ist noch nichts los. Da kann man das Ding tatsächlich gegebenenfalls noch mal ganz gut gebrauchen. Eine Funktion haben wir noch nicht ausprobiert. Smart TV. Auch der Mi TV Stick wird über ein Micro-USB hier mit Strom versorgt. Es gibt natürlich mittlerweile auch welche, die das über USB-C machen. Da ist er eingesteckt und startet schon. Und wir sehen auch schon das Mi-Symbol. Und so schnell ist mein Fernseher jetzt ein Smart TV. Was brauchen wir dafür noch? Internet. Er hat sich offensichtlich vom letzten Mal, das ist schon eine Weile her, dass ich ihn angeschlossen habe, das war vor der Winterpause, noch die aktuellen Programmangebote gemerkt, denn er hat im Moment überhaupt gar kein Internet. Das muss ich jetzt hier erstmal anschalten. So, der läuft schön vor sich hin. Er ist mit dem TP-Link verbunden. Hier habe ich irgendein anderes Netz noch, aber das gehört nicht zu mir. Dann kann ich wieder zurückgehen. Das Android-Update, wie gesagt, das will ich jetzt nicht für das Video jetzt hier gerade durchführen. Aber ihr seht auch, MiTV wird da tatsächlich regelmäßig aktualisiert. Da gibt es dann also auch entsprechende Aktualisierung. Ich kann jetzt hier direkt in die ZDF-Mediathek zum Beispiel reingehen. Die App habe ich mir schon mal runtergeladen. Die ARD-Media-App und Arte ist auch vorhanden. Auch die soll ich jetzt erstmal aktualisieren. Machen wir mal. Ich hoffe mal, dass das relativ schnell geht. Da ist er dann auch schon fertig damit. Wir öffnen sie mal. Da hätten wir jetzt aktuelles Programm. Aber genauso gut kann ich in die Mediathek rein. Da habe ich also sehr, sehr viel Auswahl und das komplett kostenlos. Dann haben wir hier auch einige Anbieter, die auch ganz interessant sind. Satu sei genannt, Waipu TV sei genannt. Das sind Anbieter, über die ihr dann auch tatsächlich komplette Fernsehprogramme dann als monatliches Abo abschließen könnt. Aber kostenpflichtig. Join als App ist wiederum vom Grundsatz her kostenfrei. Aber es gibt kostenpflichtige Inhalte dort, dafür braucht ihr dann das weitergehende Abo. Aber das grundsätzliche Programm und damit eben auch ein paar von den privaten Sendern kriegt ihr damit ganz normal empfangen. Und hier habt ihr wirklich weitgehendes Live-TV auf Join. Also ihr habt hier ARD und ZDF und auch die dritten Programme, ebenso wie Kika, Dreisat, ARD Alpha, ZDF Info, Tagesschau 24, Phoenix, gehören ja alle zum öffentlich-rechtlichen Bereich. Die dritten Programme sind MDR, WDR, BR und Hessischer Rundfunk. Die sind alle hier dann schon automatisch drin. Und ihr könnt ein paar private Sender dann auch im Live-TV schauen. Dazu gehören Pro7, Sat1, Kabel 1, Six, D-Max und TLC. Außerdem noch Spartensender Pro7 Max, Kabel 1 Doku, HGTV und Sat1 Gold. Die sind hier dann frei drin. Außerdem haben wir noch Tele5, Comedy Central, Welt, MTV und Servus TV. Wenn ihr Join Plus dann abschließt, das ist natürlich dann der kostenpflichtigere Teil, dann gibt es noch weitere Pay-TV-Sender. Die muss man ja aber nicht machen. Also das lasse ich jetzt auch mal außen vor. Wir sehen hier schon Live-TV Pro7, Schlag den Star. Nehmen wir den einfach mal raus hier. Natürlich geht das aus Datenvolumen. Auch das können wir uns mal anschauen. Ich habe nämlich eben, bevor wir den Download von Join gemacht haben, resettet. 150 MB waren heruntergeladen für die App. Und wir sind jetzt bei 333 MB, der jetzt dann inklusive Start und dafür, dass ich vielleicht auch noch das ein oder andere Update dann gezogen haben im Hintergrund, auch was die ganzen Programmguides dann angeht. Wir sind jetzt so bei 336, 338, also jetzt geht es stetig so mit 2 MB, ja, alle paar Sekunden geht es dann hoch. Beim ersten Mal, wo ihr die App verwendet, werdet ihr noch in das Programm reingelassen. Wenn ihr dann aber anfangt, ein bisschen zwischen den Sendern hin und her zu schalten, dann verlangt Join von euch, dass ihr euch registriert. Das ist auch okay so, das kostet nichts extra. Extra kostet nur Join Plus. 6,99 € im Monat ist das aktuell zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier drehe. Muss man meines Erachtens nach nicht unbedingt haben. Die Join Basis App mit den ganzen vielen Programmen ist aber kostenfrei. Und damit habt ihr nämlich über ein Smart TV hier eine ziemlich gute Lösung. Natürlich braucht ihr dafür Daten. Also da empfehle ich euch nochmal wieder das Video Internet im Wohnmobil. Welche Möglichkeiten man da hat. Ich habe ein paar Sachen dort rausgesucht. Auch Unlimited-Tarife sind mit dabei. Kosten natürlich auch entsprechend. Wenn man einen Volumentarif nimmt, sind aber auch dort inzwischen schon enorme Volumina drin.
Ich selber habe aktuell einen Vertrag mit 50 Gigabyte im Monat. Da würde man also schon mal den einen oder anderen Fernsehabend ganz locker mit gestalten können. Aber auch Tarife mit wesentlich mehr. Also wenn wir jetzt zum Beispiel dann den O2 Free L-Boost nehmen, der liegt, glaube ich, bei 140 Gigabyte im Monat und ist immer noch vergleichsweise bezahlbar. Ja, billig sind sie alle nicht, aber wenn man den dann auch noch irgendwo mit Hardware irgendwo abschließen kann. Ich verlinke euch mal Sparhandy hier unter dem Video. Da habe ich eigentlich immer mal wiederkehrend so Schnäppchenangebote, auch gerade auf dem O2-Netz. Das ist für mich immer so ein bisschen so der Geheimtipp. Schaut euch auch gerne nochmal das Video dazu ein, Internet im Wohnmobil. Da habe ich das nochmal ein bisschen näher erklärt, weshalb ich zum Beispiel die O2 Boost-Tarife besonders gut finde. Sind ein paar Aspekte, die da mit zum Tragen kommen. Ich kann mehrere Karten kostenlos dazu bekommen, kann damit mehrere Geräte, unter anderem auch meinen Router betreiben, etc. pp. Die Stammseite, wo diese Schnäppchen dann immer angeboten werden, die werde ich euch auch mal hier unter diesem Video verlinken. Bei Verstehen Sie Spaß dürften wir wahrscheinlich direkt so reinkommen. Da habe ich den Sender noch nicht aufgerufen. Oh Barbara. Oh Barbara, oh Barbara. So, da läuft es schon. Schnelle Umschaltzeiten habt ihr hier natürlich gegebenenfalls nicht. Ist immer noch so ein bisschen abhängig davon, wie gut der Durchsatz auf eurem Router gerade ist. In meinen Augen eine ganz gute Möglichkeit, wie ihr dann auch an Fernsehprogramme herankommt. Ihr müsst nicht dieses teure Freenet-Abo dann abschließen, mit Smartcards arbeiten. Umschaltzeiten sind auch bei DVB-T nicht so schnell, aber immer noch schneller als das, was hier in der App passiert. Aber ich sag mal, für unsere mobile Nutzung ist das für mich okay und das ist absolut kostenlos. Schaue ich gerade mal drauf. 634 MB hat er jetzt in der Zwischenzeit, also bummelig 250, 260 MB sind jetzt in ein paar Minuten hier jetzt mal so durchgelaufen. Es ist schon durchaus ein Datenverbraucher. Man braucht also auch dann wirklich einen guten Volumentarif dafür oder eben ein Unlimited-Netz. Aber dann habt ihr hier wirklich kostenlos auch alle privaten, nicht alle, aber eine große Anzahl an privaten TV-Sendern. Auch bei RTL gibt es entsprechende Angebote. Wenn ihr also RTL-Gruppe dann irgendwo sehen wollt, gibt es dann andere Apps dafür. Bei RTL wäre es zum Beispiel dann RTL Plus als App. Das könnte man dann sich auch noch mit als App mit draufpacken auf den Stick. Dann hat man auch die RTL-Programme mit im Zugriff. Ist schon eine gute Möglichkeit. Ich denke auch, die Zukunft geht in diese Richtung. In näherer Zukunft, glaube ich, werden die Satellitenschüsseln auf den Fahrzeugen zunehmend an Bedeutung verlieren. Es wird wohl noch lange so sein, dass Satelliten-TV angeboten werden wird. Aber ich denke, der Zug geht in Richtung IP-TV, Internet-TV, auch Inhalte, die nicht linear in dem Moment konsumiert werden, wo sie dann gerade gesendet werden, sondern dass man das über Mediatheken dann herunterlädt. In meinen Augen wahrscheinlich die beste Methode, um Fernsehen irgendwo im Wohnmobil aktuell abzubilden, wenn ihr nicht bereits eine fertige Lösung habt. Das DVB-T wird bei mir mehr oder minder rausschmeißen. Also die Antenne da jetzt jedes Mal dann irgendwo dann mitzuschleppen, sehe ich irgendwo gar nicht ein. Den Fernseher schleppe ich ja eh schon kaum noch mit. Gegebenenfalls mal als Monitor für meine kleine Spielekonsole, wie ihr sie eben gerade gesehen habt. Dafür macht sie in meinen Augen dann immer noch Sinn. Aber das eigentlich ja nur bei Veranstaltungen, wo ich dann auch A, Zeit habe und B, auch länger vor Ort bin. 24-Stunden-Rennen, da reist man oftmals dann schon am Dienstag an, damit man noch einen vernünftigen Stellplatz abbekommt und die Rennen und so weiter, das ganze Geschehen, das geht dann doch erst so richtig am Donnerstag los. Da bleibt ein bisschen Zeit übrig. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich da den Fernseher auch nochmal wieder einpacke. Ansonsten wird er bei mir zunehmend einfach zu Hause bleiben. Wieder ein bisschen Gewicht eingespart unterwegs. Wenn ihr noch Anregungen habt zum Thema TV im Wohnmobil, gerne unten in die Kommentare. Solche Kommentare kann ich dann auch in einem weiteren Video zu demselben Thema dann gegebenenfalls wieder aufgreifen. Freue ich mich immer darüber, wenn wir über die Kommentare schön miteinander uns austauschen und interagieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.